Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute mache ich eine sommerliche Vorspeise bzw. ein leichtes mediterranes Abendessen. Es ist gut vorzubereiten und vegetarisch. Man nimmt eine kleine Aubergine und halbiert sie so, dass der Strunk oben ebenfalls halbiert wird. Ich ritze die Schnittfläche nun diagonal ein. Die Abstände zwischen den Schnitten sollten 11 bis 12 mm betragen und tief sein, jedoch ohne die Haut der Aubergine zu zerschneiden. Die Oberfläche wird etwas gesalzen. Eine Pfanne wird erhitzt und sobald sie heiß ist, mit einem guten Löffel Rapsöl befüllt. Darauf lege ich die Auberginenhälften. Mit einem Messer steche ich ihre Oberfläche einige Male ein. Die Hitze wird auf die kleinste Stufe gestellt und nun gebe ich einen Deckel auf die Pfanne. Um die Feuchtigkeit unter dem Deckel zu halten, nehme ich ihn nun auch nicht mehr hoch. Damit ihr seht, wie langsam sie gart, habe ich mal einen Wecker neben den Herd gestellt, sodass ihr euch einen Eindruck vom zeitlichen Ablauf machen könnt. Die Aubergine schwitzt so langsam vor sich hin und gart dabei. Während die Aubergine vor sich hin dünstet, halbiere ich schon mal eine Tomate und eine Hälfte schneide ich in dünne Scheiben. Die andere Hälfte gibt es zu einer anderen Gelegenheit. Des Weiteren schneide ich Feta-Käse in Würfel von 1 cm Kantenlänge. Wir fanden übrigens den Feta-Käse aus Schafs- und Ziegenmilch besonders schmackhaft zur Aubergine. Und ich habe hier eine junge Knoblauchknolle, von der ich einige Zehen abgebrochen habe. Sie werden von der äußeren Haut befreit, klein gehackt und gesalzen. Mit dem flachen Messer zerreibe ich nun die Knoblauchstückchen. Das Salz hilft, dass der Knoblauch nicht unter dem Messer wegrutscht. Die Aubergine hat nun gute 20 bis 25 Minuten geschmort. Nun drehe ich die Hitze ab und lasse sie noch etwas ziehen. Natürlich weiß ich, dass jeder Herd verschieden ist und deswegen ist meine Zeitangabe hier nur als grobe Richtung zu verstehen. Wenn ihr die Aubergine macht und mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein solltet, weil sie zum Beispiel nicht gar genug sein sollte, dann benutzt beim nächsten Mal trotzdem die gleiche Pfanne und die gleiche Herdplatte und verändert dann nur die Garzeit. Nach dieser Zeit nehme ich sie aus der Pfanne und gebe sie auf eine ofenfeste Platte. Die Auberginen sind etwas dunkel, aber nicht schwarz geworden. Das ist nach der langen Zeit nicht verwunderlich und es ist gut so, denn es gibt Geschmack. Aber jetzt versteht ihr auch, warum die Hitzezufuhr wirklich nur sehr gering sein darf. Die Auberginen werden noch einmal ein klein wenig gesalzen. In die Einschnitte gebe ich nun die Tomatenscheiben. Am dünnen Ende nehme ich die kleineren Scheiben und zur dicken Seite hin die größeren. Und irgendwie kommt es auch immer hin. Zwischen den Tomatenscheiben verteile ich nun den Feta-Käse. Wenn euch mein Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und auch ein Daumen nach oben wäre klasse. Die Auberginen werden nun unter den Grill des Backofens geschoben, wo sie ungefähr 5 bis 10 Minuten übergrillen, damit der Käse etwas braun werden kann. Wer keinen Grill hat, kann es auch mit einem Crème Brûlée Brenner versuchen. Grills können sehr unterschiedlich heiß werden und ich kann nur raten, den Vorgang zu überwachen, sich nicht ablenken zu lassen, bis man weiß, wie intensiv der Grill heizt. Genug geredet, mein Feta-Käse hat genug Röstaromen entwickelt. Die Auberginen werden angerichtet. Auf den Käse verteile ich noch etwas von meiner Knoblauchpaste. Wenn ihr nicht wisst, ob eure Gäste Knoblauch mögen, legt ihn einfach daneben. Außerdem werden sie, also die Auberginen, nicht die Gäste, noch mit etwas gutem Olivenöl verfeinert und mit etwas Grün verziert.
Wenn ich ehrlich bin, mag ich diese Pinzetten nicht, aber sie sind praktisch, denn das Grün bleibt nicht an den Fingern hängen. Hier hatte ich noch etwas Fenchelgrün. Petersilie geht auch. Wer will, kann auch noch eine Scheibe Weißbrot in Olivenöl anrösten und unter die Aubergine legen. Dann ist das Essen noch nahrhafter. Heute habe ich aber darauf verzichtet. Die Aubergine ist weich und voller Geschmack. Das gesamte Essen ist durch den Feta-Käse und die Knoblauchpaste sehr delikat. Leider ist es sehr schnell aufgegessen und man ist noch keineswegs satt und es kann gleich mit dem Hauptgang weitergehen. Wie wäre es mit einer Hühnerbrust und Spargel mit Schneekartoffeln oder vielleicht ein Schweinenacken vom Grill? Ich hoffe, ihr probiert dieses Essen einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit!